gibt im 20. Jahrhundert einfach Sensationskomponisten. Szymanowski, Lutoslawski, Penderecki. Das sind unglaubliche Meilensteine, die ähnlich wie Strawinski, Bartók einfach zu dem Besten gehört, was es gibt. Also ein zentrales Stück, was wir immer wieder spielen, ist Lutoslawski, weil das Konzert für Orchester ist einfach der Klassiker. Und Krzysztof Pendereckis, finde ich, größte Zeit ist die Avantgarde, die frühe Zeit, also der 60er Jahre. Und dann gibt es eben sagen wir, Komponisten wie Paderewski, die, finde ich, nicht ganz auf der Höhe sind von dem. Trotzdem ist es ein interessantes Klavierkonzert, vor allem mit dem jungen Pianisten Szymon Nering. Also da gibt es nicht nur zu sagen, das müsste man irgendwie jetzt mal spielen, sondern es geht ja am Schluss immer darum, ob es gute Musik ist. Ja, es ist gute Musik. I think Polish composers sometimes are not as well known as composers from other countries, but I think some of Polish music is really on the top standard and should be known better. Poland stands somewhere in the middle between the German music and the Russian music. We have this Slavic flavor, but also somehow it's lightened up and it's gentle in a way. Das ist tatsächlich etwas, was man beachten muss, auch in der jetzigen Diskussion, weil die Freiheit von Polen nie wirklich groß gegeben war. Es war irgendwo immer eingeklemmt und eingezwängt. Es gab Mächte zwischen Russland und Deutschland, vor allem die tragische Geschichtsmomente haben. Und ich glaube aber, dass die Musik immer da praktisch Identitätsmerkmal war. Und jetzt kommt natürlich eine gewisse Renaissance, wo man sagt, so 100 Jahre Unabhängigkeit. Da wäre es wichtig, das nochmal zu spielen, während man natürlich immer daran erinnern muss, dass auch die Unabhängigkeit immer auch die Unabhängigkeit eines Volkes ist.